Können auch die Resi-Zusammenfassung von Game 2 schauen. Können wir auch noch machen. Können wir alles noch machen. Ich würde jetzt ganz gern das hier schauen. Ich habe ja gesagt, wir schauen nicht mehr in Suicide Squad rein. Ich will es ehrlich gesagt nicht mehr spielen. Season 1 ist ja da und ja, ich will da nicht reinschauen, aber wir können uns eine Review angucken von Luke Stevens. Ananas schreibt schon, der ist ein Ehrenmann. Ich gucke den auch in letzter Zeit echt viel und der hat sich das tatsächlich angetan und wie man hier schon erkennen kann, ich glaube, der Bre ist nicht so überzeugt. Ich habe jetzt mal hier die deutschen Untertitel aktiviert. Ich hoffe, das funktioniert so gut. Ja. Okay, everyone, I've been trying to finish this Season 1 update thing for this game all afternoon. I started playing it on stream for those of you who came out to Luke Stevens Live and joined me. Thank you. And after playing this all afternoon, pouring hours and hours into it, I can confidently say I am already sick and tired of this game and this seasonal update. It Perfekt, Digga. Er hat ein bisschen gezockt, hat jetzt schon keinen Bock mehr. is like the opposite of what it needed to be to save this game. And at this point, I feel insulted that they thought this was a good product, like that they thought this was ready for consumers, that they waited 2 months and put off and delayed patches to fix the game until this point. I'm honestly pretty upset, and I haven't even been able to finish it because it's broken for me, as it is for a lot of other players. Don't worry, we'll get to that. As always, subscribe if you like the video. We're about to hit 500,000 subs, and if you want to be in the first 500,000. Das ist halt das Ding. Diese Season, die ist ja jetzt, sag ich mal, auch ein bisschen so weggebend für die weiteren Seasons, die kommen. Und das hätte jetzt eigentlich, die hätten das Ruder, wenn sie das Ruder noch irgendwie hätten rumreißen können, wäre es vermutlich mit dieser Season gewesen so. Weil jetzt haben sie halt auch noch den Joker, sag ich mal so. Ich weiß nicht, was für Charaktere wahrscheinlich kommt, nur warum kommt noch irgendwie so Deadshot oder hier, wie heißt der, Deathstroke oder so dazu. Aber ja, ja, hat ja gut geklappt, ja. Anscheinend hat es richtig gut geklappt, Alter. So now, otherwise you're gonna be in the second half, and nobody wants to be in the second 500,000. So let's just take care of it now. Hit that sub button. It'll feel good, I promise. Much better than this game. Quick little recap. Suicide Squad Kill the Justice League launched 2 months ago, and since it launched, there's been a handful of updates and patches to try and fix various parts of the game for players. However, there hasn't been any substantial or substantive updates or DLC released in that time. All of that was being saved for the Season 1 update, this update right here, which was scheduled to drop March 28th of 2024. A lot of players were really excited for this and were waiting with bated breath. They took the day off of work. You can look on the subreddit. It's filled with people telling their stories of how much time they took off and when they were ready to go. They got their snacks ready. They were hyped right at midnight to play this update. And part Wirklich? Leute waren so hyped, dass sie sich Urlaub dafür genommen haben und alles vorbereitet haben, um Season 1 von Suicide Squad zu spielen. Ja, es ist krass, Alter. Oh, Junge, in 2 Monaten war das Game schneller tot als Arkham Knight in 9 Jahren und Team Fortress 2 in Ewigkeiten. Ja, ja, es ist, ey. Part of the confusion with it came from the fact that there was no real clear communication from Rocksteady on when this season update would go out. So Die wussten nicht mal, wann es kommt. Rocksteady hat nicht mal genau gesagt, wann es kommt. Oh mein Gott, Digga. players were sitting around waiting for it, and eventually they started server maintenance. They shut all the servers down so that they could update everything. And people were braced for like half an hour to an hour. The servers ended up being down for somewhere between 8 and 10 hours. It's not super clear precisely when they went down, but most people are saying about 10 hours is how long they were down, which is quite a while. But regardless, once the servers came back online, a bunch. Guck mal, das ist halt das Ding so. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben noch nicht den Singleplayer reingepatcht oder so, ne? Das heißt, wenn die Server down sind für irgendwas so, dann kannst du das Spiel gar nicht spielen. Also dann kannst du es überhaupt nicht spielen. Und das ist halt so krass. People booted in and started playing. And this is when the first shock came. You see, the promise of the Joker being freely available to players to enjoy this season through was, let's just say, a little bit misleading. You see, you can technically play as the Joker through the seasonal content, grinding up until you get to the final boss fight against Brainiac. This Brainiac fight just being a reskin of the Green Lantern fight. So okay, ja.
Es ist so, wie Leute es vermutet haben. Am Ende von Suicide Squad war ja der Brainiac Endboss Flash und jetzt in Season 1 kämpft man wieder gegen Brainiac und jetzt ist er halt Green Lantern. Und dann, wenn du in der nächsten Season, ist er dann, wer war als nächstes? Ich glaube Superman oder so. Oh mein Gott. Und dann Batman und ach, junge Leute. If you were expecting to have a totally original fight, I'm sorry to say you're not going to get it. But setting that aside for a moment, you can technically play as the Joker through the season content, but you have to pay $10 to get him. If you don't pay $10 and instead you rely on his free redemption through gameplay exclusively, which is all that was initially described, was that he'll be free. Ja, die haben kommuniziert, dass alle Updates sind free. Du musst kein Geld dafür zahlen. Das war das Ding so. Alle Updates, ne, du hast Microtransactions für Skins und so, aber alle Updates sind kostenlos. Und jetzt? Available to everybody. You're gonna have to grind. And it's like the worst kind of grind. It is grinding like the same 3 or 4 missions over and over and over again for an entire afternoon. It could take you 4 hours, it could take you 10 hours. Das heißt, der Joker ist quasi free, aber du musst erstmal grinden ohne Ende. It depends on which ones they drop you. You see, in order to redeem the Joker and get him as a playable character for free, you have to level up your fear ranking to level 35. This is sort of like a mini battle pass within this particular season of the game. So if you want the Joker, and if you want to unlock the boss fight against Brainiac wherein you save Joker, you have to get to level 35. And the only way you can get to level 35 in this mini battle pass is by going through these very particular missions, which give you points that go towards that level 35 total. These are specific missions that have a little +1 or +2 above them when you look at your big map full of all of the other missions. But allein wenn ich schon diese Map wieder sehe, ne? Here's where my problem has come. I've been playing this game all afternoon miserably while I do it. I would much rather be out with my family right now going to a park or something. But ja, so habe ich mich bei Skull and Bones die ganze Zeit gefühlt. Wirst du es zocken? Ich werde es nicht spielen. Nein. Weil das Ding ist, guck mal, das ist ja jetzt das Problem. Mal reinschauen. Ne, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich will jetzt spielen. Ich will Suicide Squad, ich will in Season 1 reinschauen und ich will mir den Joker mal angucken. Dann gibt's ja jetzt für mich nur 2 Möglichkeiten. Entweder muss ich das Game wieder zu Tode grinden und ganz viele Stunden reinpacken, damit ich dann ein bisschen Joker spielen kann und sagen kann, das Spiel ist immer noch scheiße. Oder ich gebe denen halt nochmal Geld, nochmal 10 Euro und das mache ich nicht, Digga. Das gönne ich dir nicht. Ich habe denen schon 80 Euro gegeben für fucking Suicide Squad. Ich habe mir mehr als genug das Geld mit meinen Videos wiedergeholt, aber ich gebe denen nicht nochmal das hier so. Es ist deinstalliert und ich lasse es deinstalliert. Das verrottet jetzt hier in meinem Regal und das war's, Digga. Ich guck mir lieber Leute an, guck mal, ich mache jetzt, ne, so, ich guck mir einfach Leute an wie ihn hier, die da weiter reingehen und sich die Scheiße weiterhin geben. Ich werde auch nicht nochmal in Skull and Bones reingehen, so. I've been playing through these missions over and over and over again all afternoon. And as I've gone through them, I initially started with the missions that would reward 2 levels, roughly worth of points when you completed them. These would take anywhere from 10 to 20 minutes, just depends on kind of the layout and how things work out. And then I started going to the +1 missions, which reward you basically 1 level of the special mini battle pass each time they're completed, and these can take 5 to 10 minutes apiece if you factor in the travel time to get to the destination where the mission starts. And I thought it was weird that the +2 missions stopped showing up after like an hour of this grind, but I was like, they'll probably just pop up once I've cleared out some of the +1 missions that have spawned. Well, they didn't. And so I had another hour and a half roughly of grinding of just these like little mini missions that were +1, and usually they weren't actually a full level. It was like 75% of a level. I don't know if it's like glitching, I don't know if the scaling is off, but in the last 20 minutes, they've just stopped spawning for me. So I have the other regular missions available, which are the like... Ich glaube, die Burg im Hintergrund, das ist Hogwarts, ne? Ich meine schon. Bigger Elseworld missions that you've probably seen in the promotional materials. And they're just the same endgame missions from before, but now they're in an Elseworld that has like some Joker posters on the walls. And they might... Oh mein Gott, Digga. Generell schönes Zimmer von ihm, ja, safe. Das ist wirklich cool.
Naja, ist wirklich sick. have buildings replaced with big boxes that look like presents, and that's about it. Ist die Burg It's von just Elden the Ring? same Ist das Raya Lucaria oder was ist das da? stuff over and over and over again, except those, as far as I can tell, don't directly contribute to the fear level battle pass thing. So you can use those to grind up and level up the regular battle pass or the premium battle pass, but they don't affect this mini battle pass. Wo sind die Untertitel hin? If this sounds overly confusing and unnecessarily complicated, you are not. What the fuck? Automatische Zeugen brauchen wir nicht. Braucht ihr die Untertitel? Oder soll ich einfach auf Englisch? Kommen sie dann? To get to that final Brainiac boss fight. So I can't even see the end of the season until they refresh the servers or issue some sort of patch fixing whatever my problem happens to be. But honestly, I'm already so burnt out on this that I have zero interest in finishing it. Now, you've probably noticed in the gameplay that you... Untertitel bitte? Nee, scheiß drauf. Ja, ich würde schon gern. Ich meine, ne, für die Leute, falls das ja auch auf YouTube kommt, dass die Leute dann das haben. Aber es funktioniert nicht. Ja, vor allem, die waren ja da. Warum sind die denn jetzt schon wieder weg? Geht nicht mehr. Sorry. So I have the other regular missions available, which... So, wo But waren now wir? they're Wir gucken einfach hier incomplete. You weiter. are not alone. Ja, That's 7 about Minuten, wir right. sind The gleich point da. is, I currently have no way of leveling up that pass to get to that final Brainiac boss fight. So I can't even see the end of the season until they refresh the servers or issue some sort of patch fixing whatever my problem happens to be. But honestly, I'm already so burnt out on this that I have zero interest in finishing it. Now, you've probably noticed in the game... Guck mal, das ist halt das Schlimmste, ne? Wenn du schon keinen Bock hast, das Game zu zocken, aber ne, für ihn ist es halt sein Beruf, das zu zocken und dann Leute, sag ich mal, ne, so zu erzählen so. Und dann funktioniert aber halt das Drecksspiel halt einfach nicht, ne? Das ist dann schon, Play that you've seen on screen, I'm playing as the Joker. Aber ich muss sagen, das Game sieht geil aus. Echt, findest du? Weil ich wollte gerade noch sagen, ich finde, das Game sieht an sich schon hässlich aus. Also ne, durch diese ganze überladene UI. Und auf YouTube ist das halt noch, durch die Komprimierung und so, sieht es halt noch schlimmer aus. So. Sieht natürlich, wenn du es so spielst, auf der Konsole besser aus als auch im YouTube-Video, aber... That's because today on stream, somebody donated $10 and was like, please, dear God, don't grind all the way for the Joker. We just want to see if he's worth. Guck mal, was ein Ehrenmann, Digga. Jemand hat ihn einfach 10 € gespendet, damit er den Joker spielen kann. Working for and grinding for. And after we put it up to a vote, over 75% of viewers, we had like 1,200 people in there, were like, please, dear God, don't grind this out. Just do it. So I took the burden of paying $10 to get the Joker ahead of time. Don't do as I do. Shit, yeah. Don't. It's not worth it. While his movement is really cool and his animation set is extremely tight and wildly impressive for a live service co-op game like this, it's just not enough to justify hours and hours of grinding the same missions which were boring before Season 1 dropped and are even more boring now. And it's all the more baffling when you consider that Rocksteady was fully aware that the biggest complaint people had about this game... Weil das ist halt das Problem so. Du hast schon du hast das Endgame vom Hauptspiel einfach. Und das ist immer das Gleiche. Dann kommt die Season und du musst für den Joker grinden. Und das sind einfach die gleichen Missionen schon wieder. Und dann hast du zwar einen neuen Charakter, was du aber mit diesem neuen Charakter einfach nur machen kannst, ist halt wieder diese gleichen Missionen grinden. Was vielleicht für 2 Missionen cool ist, weil hey, du hast jetzt einen neuen Charakter, Joker, cool, aber dann, ne? Och nö, nicht das Game schon wieder. Ja, was soll ich dir sagen so? Prior to its launch and after. Ich spende dir auch 10 € für Joker. Ey, ich will's wirklich nicht spielen. Behalt deine 10 €, Bruder, alles gut. Ich will's wirklich nicht spielen. Wirklich. Its launch was that the engagement variety seemed to be extremely repetitive. Weil das Ding ist so, ich meine, Joker wird sich ja auch nur noch auch einfach nur wieder unterscheiden darin, wie er in die Luft kommt. Du springst anders in die Luft und gleitest halt jetzt mit seinem Regenschirm durch die Luft so. Aber ansonsten ist es ja das gleiche Spiel wieder so, ne? Enemy variety was non-existent. Kurze Sache, das 13 Stunden Elden Ring Lore Video von gestern war nur Part 1 von 2, geht auch 12 Stunden. Junge, what the
the fuck, Alter? Oh, Junge. Once we got our hands on the game and played through it, we realized that Wie viel, damit du es nochmal spielst? Ich will, warum ihr wollt mich einfach nur leiden sehen, ey. Ich will es wirklich nicht mehr spielen. the campaign was only about 10 hours long, but it was built off of 2.5 hours of content. At its core, Suicide Squad is a game that's 10.000 Euro und ich spiel's nochmal. Bin ich dabei. Bin ich dabei. Spende dir Sonny für Dead Space Remake im unmöglichen Modus. Oh nein. held back by a lack of content, a lack of variety, and a lack of interesting enemies to fight and engage with. As fun as the Joker is to move around and to control, it just doesn't change the core problem. It doesn't do anything to address it. Suicide Squad is still a boring, repetitive mess, whether you are playing as King Shark, Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang, or the Joker. It doesn't matter because the activities you're engaging with are identical. So, das ist halt das Ding. Season 1 ändert ja, ich habe das ja auch in meinem Video ausführlich, sag ich mal, erklärt so. Season 1 ändert ja nichts an dem Problem. Okay, dann hast du halt einen weiteren Charakter, wo du aber eigentlich auch wieder nur dieselben Waffen benutzt, so. Weißt du, das ist halt. Ja, da zockt man lieber Singleplayer-Story-Games wie Dragon's Dogma oder Stellar Blade. Ja, eben. They needed to find a way to keep players engaged, to keep them playing the Season 1 update as long as they could. So instead of just giving you the Joker and being like, okay, go have fun, do all these missions and then fight Brainiac, they decided to make Joker the reward for the grind of the Season 1 update. And a lot of players are pretty peeved about it. If you go to the... Ist es eigentlich geregelt, dass das Game ab der Hälfte keine Story mehr hat? Was meinst du? Meinst du, nachdem man Brainiac besiegt hat, oder was meinst du? The subreddit right now, you can see posts like this. Absolute disaster! Who thought it was a smart idea to lock Joker behind Mastery 35? To be clear, it's not Mastery 35. It's this secondary, or I guess tertiary, battle pass that's separate from the others. So it's not your Mastery rank, it's not your regular rank. It's a separate thing you have to grind for, which... while that's also relieving because mastery levels are insanely difficult to grind, it's still just one more thing to grind because that's just what this game is. The only reason they did this was so that you would pay for them. And it's true. I mean, that's pretty much the entire reason for it. And you see like some people that say, I don't really... Ich frage mich, wenn das Game sich gut verkauft hätte, ob sie es dann anders gemacht hätten. Aber wahrscheinlich nicht so. Ich habe nur gehört, dass das Game ab der Hälfte keine Story hat. Hälfte keine Story? Ja, also ich meine, die Story allgemein ist halt nicht so krass, ne? Aber naja, an sich, du hast halt die Story, ne? Die halt einfach ist Kill the Justice League so und dann besiegst du halt den Endboss und dann ist halt einfach so, ja, und jetzt grinde einfach die Missionen. Warum auch immer, ne? Warum auch immer du das tun solltest, mach einfach mal. Seasons kommen später, so, ja. really care that it's like this, but they really should have warned everyone that that's how the unlock was going to go. And this was made worse because there were some data miners that dug into the game's files and thought they found that the Joker unlock was like the first mission that you do. So you load into the new season, there's going to be cutscenes, there's going to be some narrative stuff, and then you get the Joker, you go and grind the whole thing, and then you fight Brainiac, and then you have a little bit more grind in the end game after that. But instead, all of the grind is front loaded. It seems like once you unlock the Joker, you're just gonna be back to the same old endgame grind. Das ist halt das Ding so. Das ist halt, das ist immer diese Mentalität von wegen Geld bekommen. Weißt du, gut, ich hätte sowieso nicht reingeschaut in Suicide Squad nochmal. Aber manche Leute hätten vielleicht nochmal reingeschaut, weil sie dachten, ey, Joker ist da. Aber stell dir mal vor, jetzt, du denkst so, okay, Season 1 ist da, Joker ist da, ich guck mal noch mal rein. Du gehst dann rein und siehst, du kannst den Joker gar nicht spielen. Du musst erstmal noch mal, keine Ahnung, 10, 20 Stunden grinden, damit du den bekommst. Dann hast du doch direkt schon wieder keinen Bock mehr. Vielleicht ein paar Leute zahlen dann die 10 Euro, gut, so, aber ich glaube, wenn dann auch nur einmal. Dann zahlen die einmal, merken, okay, das ist scheiße und dann machen sie es auch nicht nochmal. So, aber wenn du direkt den Joker bekommen würdest und so, dann würden vielleicht mehr Leute das Spiel spielen. Ich weiß es nicht. Das ist, ach, Junge. Ja, das Game ist wie Sisyphus. Es will einfach nicht enden mit dem Grind. Ja, es ist so. Und Skull and Bones ist ja genauso. Das ist halt das Problem an diesen Live-Services. Einfach nur grinde dich zur Hölle. So, grinde dich einfach nur tot. He was upset about
So you're grinding for a character that then you can engage with boring content with. It just doesn't make any sense. It's like giving somebody a really fancy car like a Lamborghini and being like, okay, but you can't drive it. You can like look at it, or if you want to drive it, you can like go back and forth 6 inches and then reverse 6 inches back and forth in the garage, but you can't drive it. Like, you're gonna be bored out of your minds, but you have a really cool car. Ich werde Live-Service-Spiele bis zum Tod boykottieren. Ja, du musst halt einfach nur, wenn du Bock auf Live-Service hast, musst du halt einfach nur die Guten spielen. Ne, so ein Helldivers was 2 macht's ja anscheinend sehr, sehr gut, ne? Aber, keine Ahnung. Glauben die wirklich, das ist, was die Spielerschaft wollte? Ja, das ist halt das Ding. Die sind ja auch zurückgerudert. Ne? Die haben dann ihr Gameplay-Trailer rausgehauen und dann haben die Leute gesehen, okay, fuck, es ist halt so ein Live-Service-Looter-Shooter-Ding, hat massive Dislikes bekommen. Und dann in den nächsten Gameplay-Trailern, dann kam das, was ich auch in meinem Video eingeblendet hatte, ne, von diesem Typen von Rocksteady, wo die dann gesagt haben, ja, ey, Rocksteadys DNA sind Story-Games, Singleplayer und genau das ist Suicide Squad und so, weil die gemerkt haben, okay, keiner will das, aber wir haben jetzt 9 Jahre lang dieses Spiel gemacht, das heißt, wir müssen die Marketingkampagne dann anders aufziehen und sagen, ey, ihr Arkham-Fans, guck mal, das Spiel ist genauso. Ja, hat alles nichts funktioniert, weil, ne, logischerweise, das Game ist halt einfach nur Kacke so. Aber, ja. So you should be thanking us, right? Like, it doesn't make any sense. You're rewarding players with a new character to play in these missions with, but you're not... Dein Stream-Elements funktioniert nicht. Ach, das mit den Donations, ne? Ja, ich habe da mal was umgestellt, weil ich einen anderen PayPal-Account mit reinnehmen wollte. Ich habe das dann nicht geändert. Aber falls du mir die 10 Euro geben wolltest für Joker oder so, for real, Spaß hier. Selbst wenn du mir 10 Euro gibst, ich werde es nicht spielen. Allowing them to play with that character in the new missions and in the missions that you allegedly think greatly improve the game, it just doesn't make any sense at all. And a lot of people are pretty peeved about it because they were hoping to boot up the game and be able to play as the Joker immediately, and they are not a streamer, they're not a YouTuber, they don't have people tossing $10 to them, begging them to just buy it so they don't have to sit through the grind. And so they're having to go through the motions of doing all of it. And naturally, they're pretty peeved that this wasn't communicated. I think, again, if Rocksteady just came out and was like, hey guys, it's the reward for the season. Joker is something you're working towards. It's kind of the big old golden egg at the end of the season. I think people would have understood. They might have been frustrated, but they would have understood and at least appreciated the transparency. Ich würde dir nie 10 Euro geben für sowas oder überhaupt. Perfekt, danke dir, Digga. But now, a lot of people are just pissed that they are working to grind for something and then they're going to have a cool new toy that they can't really use for anything. Und das wurde dann anscheinend, ne, er sagt ja gerade, es wurde ja nicht mal kommuniziert, von wegen, dass Joker dann die Belohnung ist für den Grind, sondern die haben einfach gar nichts gesagt. Und Leute dachten wahrscheinlich, dass du halt einfach Joker bekommst und dann weiter grinden kannst. Es ist einfach alles nur dumm. Interesting. And unfortunately, other people are going to end up in the same spot I am, where the game just kind of breaks because it doesn't issue you enough of these very specific missions you need to grind this level up to unlock the Joker. So you're just gonna spend 2-3 hours bored out of your mind grinding these levels, only to realize that the game is just broken and then isn't gonna give you any more of them. It just doesn't make any sense. And listen, there's other baffling things about it. The fact that there's basically no narrative until you finish this whole thing with Brainiac and you get to the end game. At that point, there's a cutscene that plays basically, but there really is not any narrative component to this season. It's like you just load in, you go to a new realm that's like Joker themed. It's a new world basically that Brainiac is taking over and terraforming and everything. And then you just start playing the same game. Nothing's really changed. Guck mal, es geht nicht mal, die Story geht nicht mal weiter so. Es ist... There's some new loot and stuff, but like that's it. And then you're expected to just grind for hours, recruit Joker, and then just keep grinding like nothing happened after another cutscene plays. It's really... Und schönen Abend noch an die ganzen Leute, die jetzt hier abhauen zum Ende, ne? Really odd. I thought surely they were going to like come in here with a series of cutscenes and then set this stuff up and having it. Ja, warum glaubt Rocksteady, dass sich irgendwer sowas kauft? Ja, das ist halt das Ding. Ich glaube, das ist einfach nur, weil die gar keinen Bezug mehr zu den Fans haben. So gar nicht mehr, weil die sind komplett weg davon. So, weil die haben gar keinen Plan mehr, was Leute wollten.
so wollen, ne? Das ist more interesting narrative, but there really is just nothing here. And it just reaffirms the most damning aspect of Suicide Squad Kill the Justice League, which is that it's like, it's not even bad. It's a step short of bad. It's leaps short of bad, because there's just so little here that you can't even really pick it apart. You can't even really dissect it, because it feels like a DLC for another game. It feels like an expansion for another live service game that's actually good. It doesn't even feel like a complete game by itself, which is why it's all the more insulting that it's $70. It's all the more insulting that this game waited 2 months to issue this seasonal update, and there's basically nothing here. It's just baffling. Man muss halt, ne? Die haben ja sogar noch 2 Monate gewartet, bis sie das hier raushauen, ne? Also wirklich. Also nach einer Woche hat ja keiner mehr das Spiel gespielt. Ich glaube, die wissen, wie der Hase läuft und versuchen jetzt einfach vor der Abschaltung noch paar Euros zu machen, damit der Verlust nicht so hoch ist. Ja, das glaube ich nämlich auch, genau. Nochmal so viel Geld mit jeder Möglichkeit irgendwie noch mal ein bisschen Geld rausquetschen, damit der Verlust nicht so groß ist. Hey, es ist traurig. Especially when you consider that. Weil das ist halt das Ding, ne? Das Spiel kostet ja jetzt weiter, weil die sich dafür auch entschieden haben, ein Live-Service-Spiel zu machen, müssen sie es ja auch die ganze Zeit weiter updaten und neuen Content liefern und so. Das heißt, da wird weiter dran gearbeitet. Das kostet dann auch noch mal so. Das ist halt, es ist einfach nur durch und durch einfach nur stupid. This was in the works for at least 7 years. Like, what on earth were they doing? And what have they been doing in preparation for this? It's amazing to me. You guys know that I've covered this game a lot. We've talked about it a ton on this main channel, also on. Also das Problem von solchen Studios, das sind diese Namen, die aber nicht mehr diese Leute dahinter haben. Ja, genau. Ne, die Leute von Rocksteady, die Batman-Spiele gemacht haben, die haben ja auch ihr eigenes Studio schon gegründet. Ne? Die sind schon lange weg. Die sind mitten in der Produktion von Suicide Squad, ne, weil die gemerkt haben, okay, das ist ein sinkendes Schiff, sind die halt alle weggegangen so. Und besser ist es auch, würde ich mal behaupten. It's something I've wanted to keep an eye on because I really love and respect Rocksteady as Silent Hill 2 soll angeblich am 21. Mai erscheinen. Okay. a development studio. Noch das Video und dann Schluss, ja, noch das Video und dann Schluss. Made some of my favorite games of all time. And the reason I played Suicide Squad Kill the Justice League at launch on stream live for all of you was because I wanted to give it a fair chance. And when it was quite lacking, I told you guys all about it, but part of me was still hoping that they would be able to pull this off, that they would be able to come around at the end of this with this Season 1 update, and it was going to blow us all away, and they were going to show everybody, yeah, the reason the core game was really lacking. Das hat doch aber niemand geglaubt, oder? Das hat doch wirklich niemand geglaubt, dass sie jetzt mit der Season 1 ankommen und auf einmal ist es ein 10 out of 10 Big Baba Bubu Meisterwerk so. Was soll denn eine Season daran ändern? Also das Game hat halt die Basics sind halt scheiße bei dem Game so. Ne, das Fundament ist kacke. So, und da kannst du zwar noch ein bisschen, ein paar Streusel oben drauf tun, aber es ist halt immer noch scheiße so. Da bringen die Streusel dann auch nichts mehr so. In content is because all of it is right here. Look at it. I was really hoping something Worum geht's? Ist das ein Video über Suicide Squad? Ja, über Season 1, eine Review. like that would happen. But unfortunately, Season 1 is just an insultingly anemic collection of systems built around grinding and wasting your time, and such a lack of creativity that it makes you wonder if the people that put this game together were held at gunpoint. It's amazing to me that anybody thought that this game was ready for prime time, and it really makes me curious what this game was like 2 years ago when it was originally slated to launch. Like, no joke, in case you forgot, this game, as you see, this article was updated March 23rd of 2022, 2 years ago. They said that they were delaying the game to spring of 2023, and then it was delayed again to spring, well, I guess like late winter of 2024. Boah, mich hätte so interessiert, wie das Spiel dann da aussah, ne? Ist ja genauso wie bei Cyberpunk. Ich meine, wir wissen ja alle, wie Cyberpunk gelauncht ist. Und die wollten das ja, glaube ich, irgendwie 1 oder 1,5 Jahre eigentlich vorher schon raushauen. Stellt euch mal vor, wie es da lief, so. Es ist It's just
stunning. Like, what was this game like in 2022 when they initially were scheduled for release? Like, I can only imagine if there's this little content now, what was it like back then where they're like, oh yeah, this is a problem. They thought this was good enough. What was it like back then? Oh man. The last thing I should probably touch on is the elephant in the room, which is the monetization and everything like that. This season update is free. You don't have to pay for it. There's no added cost to it. If you bought the base game for $70 or got it on sale in the weeks after, you now get season 1 included with your purchase, which I think is awesome. Yes, you have to grind a lot for the Joker through some of the most boring and tedious missions I've played, and I played through the whole base game. But if you can stomach it, you can get access to the Joker for free. When you go... Ich glaube, die Leute holen sich das Game nicht mal im Sale, nee. Ach, die Games sind tot. Na, bei Suicide Squad kannst du ja bei Steam gucken, wie viele da spielen. Und auch bei Skull and Bones kannst du halt gucken. Auf der Xbox kannst du halt gucken, was die 50 meistgespieltesten Spiele, keine Ahnung, in der Woche oder im Monat sind. Und da ist Skull and Bones halt auch schon lange raus, so. Ne, das ist... Over to the in-game store, you'll be greeted with a handful of different skins, an option to buy the premium battle pass, and also a bunch of paid emotes if you want. Interestingly, there is a section in the store that we found on stream where you can purchase emotes that are currently discounted 50%, even though this is the first day that they're available. It's really weird. It's like 4 emotes of the Kannst du gleich Joker. auf Steam mal nachschauen? Ja, warte mal. Ich schau mal nach, wie viele... weil die Season ist ja jetzt raus. Vielleicht spielen das ja jetzt mehr. Warte mal, Suicide Squad Kill the Justice League Steam Player Numbers. Oh, what the fuck? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Holy shit, guck dir das mal an. 2000 Leute sind drin. Digga. Okay. Das ist doch mal, Junge, let's go. Wahnsinn. 3000 Player Peak. Ansage, Digga. Warte mal, gucken wir mal. Helldivers 2. Steam Player. Numbers. Naja, gut. Naja. Das ist natürlich. Und ich sag mal, also ich meine, gut, hier ist es noch so, ne? Und dann. Ach nee, das ist hier der Release, ne? Das ist hier der Release. Und dann. Ah, guck hier. Seht ihr das? Der kleine, da, der, hier ist das Update. Digga. Alter, das Game. Das Game war mal bei fast unter 100 Spielern. Das Game war aber fast unter 100 Spielern. Okay, dann kam jetzt natürlich, ist wahrscheinlich auch irgendwie zu einer schlechten Zeit oder so, aber ich sag mal so, auch hier 500 Leute. Wahnsinn, Alter. Das ist schon... Wette, wann wird das abgeschaltet? Ey, es ist... Elden Ring ist bei 61.000. Ja, guck, das ist halt, gucken wir mal, Batman Arkham Knight. Das interessiert mich. Guck mal, das ist halt das Ding so. Das ist halt das Ding. Ne? Auch wenn jetzt Season 1 ist gedroppt. Du hast mehr Zuschauer als Suicide Squad Spieler. Guck mal, Season 1 ist gedroppt. Und ich meine, gut, ne, sind halt keine 100 Leute mehr, sondern sind jetzt 3000. Aber das ist Batman Arkham Knight. 2015, Digga. Batman Arkham Knight hat mehr Spieler. Ich meine, gut, okay, im 24-Stunden-Peak hat Suicide Squad ein Spiel mehr. So. Ja, Skull and Bones kann man leider nicht nachgucken, weil Skull and Bones nicht auf Steam ist. Ne? Skull and Bones ist nur auf Ubisofts Drecksplattform. Deswegen, das halt bei Skull and Bones kannst du es leider nicht so gut nachgucken. Das ist halt immer das Schöne, wenn Spiele bei Steam sind. Na, da kannst du es halt so easy nachgucken. Eieiei. Und ich meine, guck mal, und das ist halt das Ding. Das hier ist halt ein fast 10 Jahre altes Singleplayer-Spiel. Helldivers ist ein Live-Service-Spiel. Die beiden, das hier sind beides Live-Service-Spiele, die im gleichen Zeitraum rauskamen. Gut, Helldivers ist ein Monat später, glaube ich, rausgekommen. Oder? Ja, ich glaube schon, ne? Oder zur gleichen Zeit, I don't know. Aber ich meine, das hier ist ein sehr, sehr gut laufendes Live-Service-Game, das hier nicht.
das läuft schlechter als ein Singleplayer-Spiel von vor zig Jahren. Ist South Park auf Dingens? Warte mal, gucken wir mal. Jawohl. Digga. Oh, 3000 Player All-Time Peak. Eieieiei. Ja, selbst Persona 5. Aber ich meine, gut, ne, hier so im Vergleich zu Suicide Squad spielen mehr Leute South Park Snow Day als Suicide Squad. Oh mein Gott, Digga. Es spielen mehr Leute. Oh nein. Es spielen mehr Leute South Park Snow Day als Suicide Squad. Das ist halt schon eine Ansage, ne? Dieses fucking Rocksteady. 9 Jahre lang Rocksteady. Triple A, Big Budget, Live Service Game. South Park Snow Day für 30 Euro. Eieieiei. Eieieiei. Das ist schon hammerhart bitter, ne? Doing weird like movements and stuff. And they say Was mit Dragon's Dogma? Warte mal, ist Dragon's Dogma auf Dingens? Mom? Jawohl. Oh, damn. Junge, guck dir das an. Junge, guck dir das an. Das ist halt das Ding. Fucking Dragon's Dogma. 200.000 All-Time Peak. 13.000 All-Time Peak. Ich meine auch Arkham Knight. 25.000 All-Time Peak. Das ist schon bitter, ne? Das ist schon eine ganz, ganz bittere Nummer, wirklich. Ohne Scheiß. Ja, bei den anderen Games könnt ihr ja alle, ne? Gebt einfach das Spiel ein und dann Steam Player Account oder Steam Player Numbers, ihr findet das schon. Dann könnt ihr jetzt nicht alle Games hier durchgehen. $18 in the in-game currency, but they're gonna offer it to you at half price. How generous. But the reason I bring this up is because it reminds me of the Fallout 76 scandal and honestly debacle that happened back in 2018. At least one of them. Erinnert euch noch daran? Die haben bei Fallout damals was Illegales gemacht. Die haben bei Fallout 76, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, haben die hier Holiday Bundles gemacht. Die haben das Holiday Bundle rausgehauen und direkt 50% Cut gemacht. Ne? Das sieht man ja hier, anstatt 24.000 Atoms oder so, 12.000. Das ist aber illegal, wenn das vorher noch nie auf dem Markt war. Du kannst nicht einfach etwas raushauen, den Preis doppelt so hoch machen, dann durchstreichen und sagen, ey, 50% Rabatt, holt es euch jetzt schnell, weil das dann so ein Ding ist von wegen, ne, das ist Betrug, das darfst du nicht machen. Ne, du darfst erst einen Preis festlegen und dann halt irgendwie den Preis cutten und so. Das heißt, Bethesda hat sogar damals wirklich was Illegales gemacht. Das haben die dann auch geändert und haben diese 24.000, haben sie einfach weggemacht und dann war der normale Preis einfach 12.000. So. Das ist halt einfach ein Marketing-Ding, von wegen, ja, mach's auf das Doppelte und sag dann 50% off, weil dann denkst du dir so, ey, das ist ein krasser Deal. Ne, kostet nur noch die Hälfte, obwohl es eigentlich der normale Preis ist. Und wenn der Bruder, oh, ihr seht ihn nicht mal, wenn der Bruder mir jetzt hier sagen will, dass sie das für Suicide Squad auch gemacht haben, dann ist das eine ganz bittere Nummer. Warte mal, ich glaube, soll ich meine Cam mal verschieben? Oh, der Kasten ist aber noch da. Ich schiebe mal meine Cam hier hin. Der Kasten bleibt noch da. Professioneller Streamer. They were offering items available for sale that they listed as being half off. So you're like, wow, what a discount. When they were never actually. Wie lange muss schon draußen sein, dass du 50% reduzieren darf? Weiß ich nicht. Du darfst es auf jeden Fall nicht so droppen. Weil das ist dann halt einfach Betrug. So. Das kannst du dich machen, so, glaube ich. Actually offered for 2,400 credits, but they put it at 1,200, which was. Ich weiß nicht, ob das jetzt rechtlich alles 100%, aber die haben das so gemacht und das ist nicht so richtig. Ich weiß nicht genau, wie du es machen kannst, ob man was direkt raushauen kann und trotzdem 50% geben kann. Bestimmt geht das irgendwie, aber so wie Bethesda das gemacht hat, war es auf jeden Fall nicht rechtens. Die haben, ne? The actual price saying it was half off to make you think you were getting a half off deal, Genau. to make you think you were saving money, when in reality you were just paying the full price. It would be Genau, so, ne? like if Apple took an iPhone and on launch day they were like, yes, this is a $2,400 phone that's half off for only $1,200. See, you're saving money if you buy it right now.
and then they never actually sell it at $2,400. They just sell it at $1,200, but they try to make you think that you're saving a ton of money. The reason Ja, genau. Wahrscheinlich muss dann irgendwie der Preis dann angepasst werden, aber die haben das dann irgendwie auch nie gemacht oder so. Ich weiß es nicht mehr. Wir müssen eigentlich, ich habe noch ein Video geplant, was wir irgendwann mal gucken müssen. Dieses Video hier vom Internet Historian. Da ist alles zusammengefasst, was Bethesda für Scheiße bei Fallout 76 gemacht hat. Und es ist insane. Das ist eines der besten Videos auf ganz YouTube, ohne Scheiß. Ich habe mir das schon so oft angeguckt, das ist richtig geil. Das müssen wir irgendwann mal zusammen gucken. The problem is because that's freaking illegal. Like in every country that I know of, it's not okay. Genau, er sagt es auch. Es ist halt einfach, es ist illegal. Back when I worked in retail at Best Buy, we would have to go through, I think it was every Sunday if I remember right, and make sure all of the signage for all of the TVs or laptops, whatever we were in charge of at the time, we had to make sure all of those sales signs were swapped out because you couldn't have one TV, for example, on sale perpetually because it broke these rules around discounts. You can't have false price anchoring. You can't have false sales to trick people or lie to them and make them think they're getting something at a discount when that's just what it costs. That's not okay. Like you can get in huge trouble for this. And when I saw that Kill the Justice League has in their store packs and items that are available at half off on launch day, jetzt ist da. it reminded me an awful lot of all this stuff with Fallout 76, and they should be very, very careful because if they're not, they're going to get a knock at their door from a lawyer or a regulator, and they're going to have a bad day, a worse day, a badder day than they are currently having, which I'm sure is not a great one. So I would encourage them to maybe do some homework and make sure they're not breaking. Bei sowas, also das ist halt das Ding, wenn wir uns irgendwann mal das Fallout-Video angucken, da bin ich einfach der festen Überzeugung, bei Bethesda ist ganz oft nicht mal böser Wille da, sondern die sind halt einfach ein bisschen stupid. So, die wissen es teilweise nicht mal besser, so. Die haben, jetzt ist er wieder da, ich weiß, aber bei Fallout 76 haben die bei so vielen Dingen reingeschissen, was ich einfach nur auf absolute Inkompetenz und Dummheit schließen kann. Also wirklich, Junge. Laws by doing this. I'm not a lawyer. I don't know for a fact if this is breaking Ich bleib jetzt da, laws ist mir as it scheißegal. currently stands, but it sure smells stinky to me. So all of this to say, I am really disappointed with Season 1 of Suicide Squad Kill the Justice League. I am honestly baffled that they've put off fixing like matchmaking. They just did that like last night or 2 days ago in preparation for this, but they put that off for 2 months to prepare Season 1. And this is what it is. And even then, there are still bugs and glitches and things that happen. We had multiple instances while playing on stream today where certain enemies could not take damage. Certain like turret type items couldn't take damage. There was another situation where I was swinging through the city and certain items and objects just don't have hit detection. Ah, guck mal, schön, Digga, sowas will man noch sehen hier. So you just clip through them. So even then, it's not a fully polished game and it's still dropping. Das will man doch sehen, 2 Monate nach Release oder in einer neuen Season, Junge. Drops frames like crazy in certain spots where it goes from 60 down to like the low 40s, even down to the 20s in a couple spots for a couple of seconds at a time. It's just a disaster no matter which way you look at it. But you know what? I think this clip perfectly describes what this game is. I was standing here on a ledge just talking with chat. And then I noticed that Harley was doing something a little weird. And Daniel in our chat, an OG of the Luke Stevens channel from all the way back years and years and years ago, he made a comment, which I thought was pretty accurate. I don't know what Harley's doing. What is this? This is literally indicative of the entire gameplay experience, just doing the same move over and over. Harley's meta. I think you're right, Banana Brains. I think you're right. This is painfully symbolic of Guck mal, wir haben Bananenbrot und er hat Banana Brains. Suicide Squad as a whole. Oh, man. Beim Judgment oder Lost Judgment? Lost Judgment habe ich sogar hier. Können wir irgendwann mal zocken. Precisely the thing. And meanwhile, the Joker. Ja, Game of the Year. Game of the Year. Joker's yawning at the same time. She's doing the same thing over and over again, and he can't help but ja, Suicide Squad ist halt kein Quadruple-A-Spiel, ne? Sondern halt nur Triple-A. Schade, Mann. yawn. Harley is the perfect encapsulation of everything wrong
with this game. It's a repetitive mess that expects something different to happen after you just keep doing the same exact motions time and time again. It just doesn't matter how many times you do it. She keeps trying. We stood there for like 10 minutes and she just kept trying to walk into me, seeing if the 1500th time it was. Was bedeutet eigentlich AAA? Ja, soweit ich das verstanden habe, ich habe auch mal geguckt, das ist quasi so ein ausgedachter Begriff für Videospiele, das einfach nur beschreibt, dass ein Videospiel ein sehr, sehr hohes Budget hinter hat. Das ist genauso wie du bei Filmen sagst, dieser Film ist ein Blockbuster. So, weißt du, was ich meine? Ich glaube, so eine richtige Bedeutung hat das nicht. AAA heißt, glaube ich, einfach nur, ne, da steckt halt ein großes Budget dahinter, soweit ich das jetzt verstanden habe. Going to let her walk past me. Und deswegen hat Mr. Ubisoft gesagt, dass Skull and Bones ein Quadruple-A-Spiel ist, vermutlich, weil es einfach so teuer war. So. Weißt du, was ich meine? Ja. And that is precisely what this game is. It expects you to just do the same missions over and over and over and over and over again. And at some point, they think something's gonna. Sieht aber billig aus und das ist halt das Ding. Wie gesagt so, ne? Rocksteady hat 9 Jahre an dem entwickelt und davor haben die halt die ganze Trilogie gemacht. Von ihm hier habe ich halt ein Video gesehen, wo er das richtig gut aufgezeigt hat. Er meinte auch so, ne, Naughty Dog hat ja auch ein Video gemacht, hat ja auch ein Spiel gemacht, ein Live-Service-Spiel, ein Last of Us Live-Service-Spiel, was mittlerweile schon gecancelt ist. Aber die haben an diesem Live-Service-Spiel, haben die so lange gearbeitet, halt bis es gecancelt wurde, wie sie gebraucht haben für die gesamte Uncharted-Trilogie. Weißt du, was ich meine so? Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, diese Live-Service-Spiele brauchen einfach so unfassbar lange. Und ich persönlich, weil ich halt gar keine Ahnung davon habe, weil ich ein absoluter Laie bin, verstehe nicht mal warum. Weil die Spiele halt komplett scheiße dabei rauskommen, so. Happen and you'll start having fun. And it just doesn't work that way. Especially when the game breaks and doesn't let you finish the seasonal content that they even put forward, as boring as it was. I don't think I'm going to go back to Suicide Squad Kill the Justice League. I've seen the data mined reports of what the next playable characters are going to be. I've heard rumors about some of the updates and things that they're going to be doing to try and boost player numbers. And Wenn das 9 Jahre gedauert hat, wurde es doch mehrmals verworfen. Das kann sein. Bei Skull and Bones, ne, das habe ich ja auch gesagt. Erstmal sollte Skull and Bones eine Multiplayer-Erweiterung für AC4 sein. Dann sollte es ein MMO sein, dann sollte es ein 5v5 Arena-Shooter mit Schiffen sein. So. Das hat ja auch 3 verschiedene Creative Directors, die immer mittendrin rausgegangen ist, dann mussten sie sich jemand Neues holen und so. Und das ist einfach schon mal vorprogrammiert für einfach eine Katastrophe. So. Just don't find it particularly impressive or interesting. And this game is one of those where the more I play, the worse I feel, and it like slowly sucks my soul out through my thumbs. You know, some games. Ja, das habe ich bei Skull and Bones so. Das Spiel entzieht dir einfach die Seele. Du spielst es und du merkst, wie dein Leben einfach nur beschissener wird, je mehr du das spielst. Games are like that. It could be something like Starfield does that to Game Dev ist wie Kalkulation von großen Bauprojekten. Es wird immer teurer als gedacht. Ja, das sowieso. Aber halt auch so, ja, es ist deswegen, viele sagen ja auch, wenn so krasse Spiele dabei rumkommen, so wenn richtig gute Spiele rauskommen, dass es fast schon wie so ein Wunder gleicht, ne, dass das Spiel überhaupt ein fertiges Spiel ist, so. Bei Ranton und Podcast war mal ein Videospielentwickler dabei, der hat jetzt zum Beispiel, der war der Creative Director von dem letzten, wie hieß das? Das war dieses Souls-like, was gerebootet wurde, mit diesen 2 Welten. Das kam zur gleichen Zeit wie Lies of P raus, ich habe den Namen vergessen. Ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall hatte der auch, glaube ich, bei Lords of the Fallen, genau. Das war der Creative Director von dem neuen Lords of the Fallen. Und der hat, glaube ich, damals war auch der Creative Director bei Assassin's Creed Odyssey oder so. Der war lange Zeit bei Ubisoft. Und der meinte auch so, ne, selbst die Spiele, die krass rauskommen, er hatte, glaube ich, damals God of War als Beispiel genommen, er meinte, da ist so viel schief gegangen im Hintergrund, ne? Da ist so viel Scheiße passiert und so. Am Ende wirkt es jedes Mal wie ein Wunder, dass überhaupt ein fertiges Spiel rauskam. Weil ihr müsst halt einfach bedenken, wie viel da bei rumkommt. Ich habe ja auch in meinem Studium, habe ich ja zumindest ein bisschen programmiert. Und als kleines Projekt, was wir mal hatten, was wir abgeben mussten, wir mussten 4 Gewinn programmieren. Ne, dass du
dass du setzen konntest, dass du entweder gegen einen anderen Spieler spielen konntest, ne? Das heißt, die Leute wechseln sich dann ab, oder halt, dass du gegen eine selbstgebaute KI spielst, so. Und das ist so maximal simpel und trotzdem hatten wir so viele Bugs in diesem Spiel, wo wir nicht wussten, wie wir die fixen konnten, so. Und dann will ich mir gar nicht erst vorstellen, wenn du solche krassen Spiele machst, was da alles für Probleme aufkommen, ne? Und ganz oft kommt dann halt sowas wie Skull and Bones oder Suicide Squad raus, ne? Videospiele sind halt einfach ein riesiges Unterfangen. Und das größte Problem ist halt, dass sie die guten Leute entweder rausekeln durch ihre beschissenen Ideen oder ne, dass sie denen Dinge aufzwingen, die sie eigentlich nicht wollten, was, denke ich, bei Rocksteady passiert ist. Ne, da sind ja die Leute rausgegangen. Oder die feuern dann einfach die Leute, was jetzt gerade in der Gaming-Industrie passiert. Ne? Es wurden ja irgendwie schon über 3000 Leute insgesamt gefeuert. Jede Woche kommt immer eine Meldung, dass dieses Studio, Sony hat Leute gefeuert, Xbox hat Leute gefeuert, Blizzard hat Leute gefeuert, EA, alle feuern überall Leute, ne, weil die dann die Gewinne noch mal hochschrauben wollen, ne? Die cutten einfach die Kosten raus, damit die CEOs dann noch mehr Geld haben. Aber wenn dann wieder neue Leute reinkommen müssen, weil die Videospiele haben müssen, dann heuern die wieder ganz viele Leute ein und dann beginnt wieder das Gleiche so. Nintendo hat auch jetzt Leute gefeuert, ja, es ist so. Ich meine, gut, generell die Wirtschaft geht ja gerade im Arsch, aber ja, es ist halt, ja, leider immer erst bei dem Fußvolk, ja, das ist. Ja, wenn ich das höre, muss ich an Bobbys dämliche Grinsen denken. Ja, das ist halt das Ding so, ne? Weil wo kannst du easy Kosten sparen? Ja, bei den Leuten. Dann feuerst du die halt, ne, die Spiele sind ja raus, alle feuern, keine Kosten mehr und ach, komm. To me, I think Suicide Squad's doing it to me. It's sucking my soul through my thumb in the joystick. All of it just such works. That it's turning necrotic and it's sucking my life force out. So I'm just going to call it here. I don't think I'll go back to it. Even if they issue a patch and make it so I can finish the Brainiac fight, I don't think I'm going to, because I've fought Green Lantern before, and I don't really need the reskin to tell me how good it is. So I'm just going to call it there. Thank you for watching. I love you all dearly. If you appreciate my misery in pushing through. Ich hab's appreciated, Digga. Ich hab's appreciated. Er ist wieder durch die Hölle gegangen, damit er uns sagen könnte, dass Suicide Squad immer noch scheiße ist.